I just can't let you go. Lord knows that. Hallo ihr Lieben, heute begleitet ihr mich beim Aufräumen dieses Kühlschranks hier hinter mir. Wir haben ein Zeitfenster von 2 Stunden. In diesen 2 Stunden wollte ich eigentlich auch gerne nochmal das ganze Haus geputzt haben. Ich glaube, das schaffe ich nicht ganz. Zumindest will ich die Badezimmer machen. Das heißt, ich habe nicht allzu lange Zeit. Ich werde euch also erklären, was heute so mein Plan ist. Ich werde einmal den Kühlschrank ausräumen und die ganzen Lebensmittel, die wir haben, auf die Arbeitsfläche verteilen. Anschließend werden alle Flächen im Kühlschrank selbst geputzt. Und danach räume ich alles wieder rein. Je nachdem, wie die Zeit reicht, mache ich dasselbe nochmal mit dem Gefrierschrank. Und morgen ist dann der Montag. Morgen wollte ich dann gerne einkaufen und euch da auch wieder mitnehmen und euch dann zeigen, wie ich den Kühlschrank im Anschluss einräume. Wann wir die Außenflächen hier sauber machen, weiß ich nicht. Also ich denke morgen. Ich denke, wir schaffen das heute nicht mehr. Aber das wird sich zeigen. Ich war jetzt auch extra am Wochenende nicht einkaufen, weil ich mir gedacht habe, ich muss diesen Kühlschrank fertig kriegen. Deswegen sind da jetzt ganz wenig Lebensmittel drin, was ganz gut ist, weil wir ja alles rauspacken. Und morgen, wie gesagt, wird dann der Großeinkauf gemacht. Ja gut, dann lass uns mal loslegen. I'm gonna burn all the bridges between us. I can't focus. I can't forget. I've been thinking too much lately. I just need to clear my head. 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 I just need to. I just need to clear my head. I just need to. I just need to clear my head. I just need to. I just need to clear my head. I just need to. I just need to clear my head. Can't focus. I can't forget. I've been thinking too much lately. I just need to clear my. I just need to clear my head. Oh, clear my head. I just need to clear my head. I just need to clear. So sehen die Container und Behälter jetzt aus. Ich habe den Kühlschrank das letzte Mal vor circa 1,5 Monaten, vielleicht sind es auch schon 2 Monate her, geputzt. Und da war alles noch sauber. Und man merkt halt, dass die ganzen Früchte und das Obst und was da nicht sonst noch alles drin ist, dass das halt seine Spuren hinterlässt. Und ja, das sind die Container, die ich bislang benutzt habe. Oh, und ich habe auch noch 2 oder 3 von diesen hier. Da tue ich immer meine Fischpasten rein. Wenn ich dann einkaufen war, zeige ich euch die nochmal. Und hier habe ich nochmal 2 Container zusätzlich gekauft. Hier sind 2 Stück drin. Und hier ist nochmal ein größerer. Ich weiß noch nicht, ob ich die tatsächlich gebrauchen werde. Aber ja, das sind jetzt erstmal die Container, die wir benutzen. Und die muss ich erstmal sauber machen. That's all we'll ever like, but that can never change my mind. When it's good, it's amazing. When it's bad, it's uneasy. I wouldn't have it another way. There's no other way. When it hurts like this, ever like, ever like, ever like.
times, but I'd never say goodbye or ever leave this stuff behind. When it's good, it's amazing. When it's bad, it's uneasy. I wouldn't have it another way. There's no other way. Yeah. When it hurts like this, have a like, beat it, have a like, have a like, have a like, beat it, have a like. When it hurts like this, have a like, have a like, have a like, have a like, when it hurts like this. When the night was closing in, I was alone and so afraid. Couldn't see the light, no. Then my world began to spin. Where's the beginning and where's my omega? Had to make it right. Oh yeah, there's a moment when you know that every teardrop has to go. They've been piling up inside. Ich wollte euch mal so einen Zwischenbericht liefern. Und zwar haben wir inzwischen den 3. Tag, an dem ich versuche, den Kühlschrank sauber zu machen. Beziehungsweise das ganze Projekt hier zu beenden. Wir hatten einen ganz starken Schneesturm. Ich weiß gar nicht, was ich euch am ersten Tag so alles erzählt habe. Ich denke, ich schneide da so ein bisschen was zusammen, damit ihr das ganze Bild vor Augen habt. Bei uns hat es ganz doll geschneit. Es gab einen Schneesturm und ja, das hat dafür gesorgt, dass die Kindergärten ausgefallen sind und wir die Kinder zu Hause hatten. Deshalb konnte ich nicht mehr ganz so viel erledigen, wie ich eigentlich vorhatte. Wer das vielleicht kennt mit Kindern, meistens braucht man echt so einen Zeitplan, an den man sich dann auch hält. Ansonsten funktioniert gar nichts. Und das ist halt bei uns der Fall. Ich weiß ganz genau, wenn ich eine To-Do-Liste habe und ich die abarbeiten will, muss ich Schritt für Schritt alles planen. Nicht ganz so detailliert, weil ich weiß, es passiert immer mal wieder, dann ist Emma krank oder Max geht's nicht gut, dann muss das wieder verschoben werden. Aber ich brauche immer so einen groben Plan, an den ich mich halten kann. Und ja, der wurde nach dem Wochenende komplett über den Haufen geworfen und wir mussten jetzt zusehen, was wir als erstes anpacken und was nicht. Ja, alles ein bisschen kompliziert und der Kühlschrank ist jetzt so weit, dass die Kühlschrankseite fertig ist. Es ist sowohl aufgeräumt als auch wieder einsortiert. Alles ist so, wie ich es gerne hätte. Es sieht jetzt nicht aus wie bei Pinterest, aber ganz ehrlich, das würde bei uns auch nicht halten. Wir haben Kinder, die greifen da ständig rein. Oder heute ist die Gefrierschrankseite dran. Da werde ich nicht viel machen. Ich werde einfach nur alles rausräumen, was ein bisschen blöd ist, weil wir jetzt so viel eingekauft haben. Das heißt, das muss erstmal raus. Und dann versuche ich nur noch mal mit Wasser und mit so ein bisschen vom Multiflächenspray von Frosch oder sowas ranzugehen. Allerdings nicht so viel. Ich habe nämlich Angst, dass das gefriert und dass das dann alles im Gefrierschrank mit drin bleibt und das möchte ich nicht. Und ja, das ist unser Plan für heute und ich weiß nicht, ob ich dazu kommen werde, die Außenflächen sauber zu machen oder ob ich das mache, wenn ich die ganze Küche sauber machen werde. Steht auch auf meiner To-Do-Liste, wie so 3000 andere Dinge, zu denen ich nicht komme. Aber wir tun unser Bestes. Und ja, also das wird sich dann zeigen. Das ist so ein Überraschungsding. Kein Plan, ob das klappt oder nicht, aber wir werden sehen. Gut, bevor ich noch mehr Zeit verschwende, würde ich sagen, wir beginnen. So, das ist der Blick aus unserem Fenster. Und es ist ein bisschen dunkel, aber wenn ich es heller einstelle, seht ihr den ganzen Schnee nicht mehr.
Ich zeige euch das mal, wenn wir jetzt das Fenster öffnen. Und wir haben wirklich fast bis oben hin den Schnee liegen. You don't know what goes on behind these eyes. You don't know the loneliness hidden inside. You don't know I wanna eat you up alive. Come and get to know me, my type of wild. I'm the kind that spins you and hangs you dry. Well, I'm already on to another side. If you gave me your whole life, I would still have room for more. Cause I've got that appetite. Baby, I never feel whole. Though you might get me through the night, but it will never be enough. It will never be enough. Cause I'm a black girl for your love. Cause I'm a black girl for your love. It's true, no, no, no. Everything they say about me, I'll suck you, no, 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 to my center of gravity. Cause it's true, no, no, no. Everything they say about me, I'll love you like a supernova, burned into you like a shooting star. Always craving for you to come to me. Though this way of life, no, it ain't healthy, but ain't no other way, it's just what I need. So, und so sieht jetzt das fertige Ergebnis aus, zumindest von außen. So, ich versuche euch das nochmal so von der Seite zu zeigen. Hier hatten wir ja ganz schön viele Flecken, die sind alle rausgegangen. Mein größtes Problem ist diese Stelle hier vorne, das hier zur Folge, und ich kriege das einfach nicht weg. Ja, ich weiß auch nicht, ob man das hier überhaupt austauschen kann. So sieht der Kühlschrank jetzt geöffnet aus. Ich würde sagen, wir beginnen mit dem Kühlschrankteil. Im obersten Fach haben wir das Brot. Und diese Kiste hier ist für das angefangene Brot. Da packen wir das normalerweise rauf. Wie ihr sehen könnt, haben wir momentan nur 2 Sorten, also Toastbrot und so ein Roggenmischbrot. Normalerweise haben wir mehrere Sorten und da ist das hier ganz praktisch, weil wir dann die geschlossenen Packungen hier vorne lagern und die offenen hier. So, das ist das zweite Regal. Hier haben wir unsere Wurst und unseren Käse und auch die Fischprodukte, wie ihr sehen könnt. Hier sind meine Pasten. Jetzt drehe ich nochmal hoch. Hier vorne haben wir die geschlossenen Packungen in der Ecke. Und hier sind die geöffneten Sachen. Seitdem wir das so handhaben, haben wir viel weniger Sachen zum Wegschmeißen. Weil normalerweise, ja, hier lagern dann so Kleinigkeiten zwischen. Da der geriebene Käse. Normalerweise versuche ich immer alles in diese Container in diesen Containern unterzukriegen. Klappt nicht immer so wie in dem Fall, deswegen steht es da. Übrigens, das ist auch ganz lecker. Das ist so ein pikanter Hummus und der ist von Aldi und der ist wirklich pikant. Also der ist lecker. So. Im nächsten Fach, da stelle ich euch wieder so ein bisschen heller. Hier haben wir einmal so die Milchprodukte, sprich die Schlagsahne, da hinten ist der Joghurt, hier haben wir Schmand und den Körnerkäse. Ja, und hier sind nochmal so ein Frischkäse, Mozzarella haben wir, hier 2 Sahne, die aufs Brot geschmiert wird, Quark, Tzatziki und Butter. Und hier normalerweise ist dieser Bereich hier ebenfalls oben. Dadurch, dass ich jetzt aber für 2 Wochen eingekauft habe, musste ich so ein bisschen umplanen. Und da sind einmal unsere Frischkäsescheiben und hier sind einmal die Sachen für die Kinder. Ich hoffe, weil das so einigermaßen auf deren Augenhöhe ist, zumindest bei Max, dass er das sieht und er drauf zugreift. So, hier unten, ja, hier
habe ich dann immer so meine rote Beete, die ich geöffnet habe, oder die sauren Gurken, die geöffnet sind. Die stelle ich dann immer nach ganz hinten hin. Hier haben wir noch 2 Flaschen Wasser. Eigentlich brauche ich die nicht mehr, weil wir ja jetzt unser Wasser und unser Eiswürfelsystem angeschlossen haben. Als das aber noch nicht der Fall war, war es natürlich gerade Sommer. Und da kam das ganz praktisch, wenn man das vorher gekühlt hat. Hier ist noch übrig gebliebener Reis von gestern. Hier habe ich die geschnittenen Möhren und die geschnittenen Radieschen. Und wie ihr sehen könnt, haben wir schon einiges davon weg. Und auch von den Möhren haben wir schon ein bisschen was gefuttert. Und das ist wirklich super praktisch. Nicht nur so greift man hoffentlich dann nicht ganz so häufig zu Chips oder zu Süßem. Dann machen wir mal mit dem ersten Fach weiter. Also ich versuche mal, das weiter zu öffnen. Hier haben wir 2 Behälter. In dem einen sind die Möhren drin und in dem anderen die Tomaten. Dadurch, dass wir jetzt nicht mehr ganz so viele Tomaten essen, habe ich da auch ein paar der Gurken reingepackt, beziehungsweise so oben drüber gelegt. Dann habe ich hier noch so einen kleinen Container und hier lagern wir die ganze Paprika. Die kommt in die Brotdosen der Kinder und normalerweise haben wir eigentlich immer nur so 3 Paprikaköpfe. Inzwischen lieben die Kinder ihre Paprika, deswegen haben wir mehr. Und auch, weil ich in den 2 Wochen jetzt, ich glaube 2-mal habe ich Gerichte, wo Paprika rein muss. Und dann wollte ich das alles zu Hause haben, damit ich so wenig wie möglich einkaufen muss. So, hier ist das zweite Fach. Hier haben wir einmal einen Container mit Äpfeln und einen mit Zitronen. Und ich habe noch eine Limette. Ich hatte nämlich so einen mexikanischen Salat versucht gehabt. Der war auch wirklich gut. Und dafür brauchte ich halt viele Sachen. Deswegen ist da noch die Limette. Eigentlich benutzen wir keine Limetten, deswegen ist das unnötig bei uns. Aber wir benutzen wirklich sehr viele Zitronen. Hier liegen einmal noch die Bohnen drin. Ich versuche ja so einen Snack zu machen für den Abend. Mal schauen, ob ich das heute oder morgen oder so in Angriff nehme. Und dadurch, dass es oben nicht mehr reingepasst hat ins Gemüsefach, habe ich gedacht, ich packe es hier mit rein. Und hier sind noch die restlichen Weintrauben von der Woche. Da machen wir hier jetzt bei der Tür weiter. Hier habe ich einmal so eine Kiri-Sticks für die Kinder. Und normalerweise sind hier auch noch so eine Kinderpinguin oder Milchschnitt oder so. Lagere ich komplett unten, damit die Kinder da besser drankommen, wenn sie essen möchten. Und diesmal habe ich da aber so eine Fertiggerichte reingepackt. Hier ist die Mayonnaise mit dem Ketchup und den ganzen anderen Soßen und auch unsere Milch mit der Sprühsahne. Hier oben sind dann sowas wie Ahornsirup und Reisessig und Marmelade. Und also das ist so alles über den Haufen geworfen. Hier oben, wahrscheinlich wie bei jedem, sind die Eier und diese Form hier drin, ich weiß nicht, ob ihr die sehen könnt, die war im Kühlschrank mit drin. Die ist ganz toll, die kann viele Eier halten. Und hier oben haben wir so die Soßen, die in den Chicken Nuggets mit drin sind oder die wir mal bei einem Happy Meal hatten. Die lagere ich dann da oben. So, hier oben sind die Brötchen und die Baguettes im obersten Fach. Dann haben wir hier Pommes und Pizza. Hier unten sind dann Shrimps, die seht ihr gleich hier vorne. Dann sind da die Chicken Wings, Fischstäbchen und Nuggets. Die beiden Abteilungen sind so die das Fastfood-Regal. Dann haben wir hier einmal Eis. Das hat ins untere Fach nicht mehr mit reingepasst, wo wir eigentlich das Eis haben. Deswegen lagert es jetzt momentan da. Dann haben wir hier oben Leberkäse, Hackfleisch, Mini-Schnitzel. Hier sind so eine Pilimeni. Ich muss sagen, die schmecken mir nicht. Das sind so eine Art Tortellinis mit Fleischfüllung. Ich mag den Teig nicht so gerne. Der schmeckt irgendwie nach Pappe. Hier haben wir dann auch noch Lachs und so eine Krabbensticks. Und hier haben wir noch ein bisschen was an Fisch. In dem Fach, das habe ich jetzt umgepackt. Normalerweise hatten wir hier unser Eis drin. Wir haben aber inzwischen so viel Tiefkühlgemüse,
dass das jetzt einfach praktischer war, weil dieses Fach hier größer ist. Und das Einzige, was ich da so wirklich drin habe, ist Spinat, Brokkoli, Buttergemüse und je nachdem, was wir gerade für Gerichte planen, haben wir da auch manchmal Erbsen drin oder Prinzessinnenbohnen oder halt auch Blumenkohl. Ich weiß nicht, ob ihr Netto bei euch in der Gegend habt, aber da gibt es diese kleinen Waffelhörnchen und die sind wirklich praktisch. Die sind total klein und die gibt es in 3 Geschmacksrichtungen, zumindest bei unserem Netto. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Filialen aussieht. Und wenn man Besuch erwartet, ganz besonders Kinder, ist das wirklich absolut genial. Das ist nicht viel und es schmilzt nicht so schnell und die Kinder bedienen sich da auch immer dran. Und das ist nicht das einzige Eis. Wir haben hier auch noch so ein Waffeleis und Kaktuseis und so verschiedene Sachen. Auch Eis am Stiel, verschiedene Dinge. Hier haben wir einmal Eiswürfel. Die hatten wir damals benutzt, als wir das Eisfach noch nicht hatten. Die benutzen wir jetzt nicht mehr, aber irgendwie haben wir die noch nicht aufgetaut. Und hier sind gefrorene Früchte. 'Cause it's true, na, na, na. Everything they say about me, I'll suck you, na, 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 na. My center of gravity, 'cause it's true.